Heute zeige ich euch, wie wir ein Kuscheltier komplett im Rahmen sticken, bis auf die Wendeöffnung unten. Darf ich vorstellen, das ist Spoili. Spoili ist halb Spatz, halb Eule, eine Spoile, weil der Vater nämlich ein Spatz ist und die Mutter eine Eule. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung und dort könnt ihr auch nachlesen, wie es dazu kam, dass Spoili geboren wurde. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr sie euch selbst sticken könnt. Es gibt sie in 4 verschiedenen Größen, 10×10, 13×18, 16×26 und 18×30 cm. Ihr könnt sie füllen mit einer Ratte oder mit einer Quietsche. Habe ich die hier? Oder bei der großen Variante würde vielleicht sogar eine Spieluhr mit reinpassen. Dann hättet ihr hier so ein Bändchen zum Ziehen und dann würde sogar Musik rauskommen. Aber jetzt geht's los. Ihr braucht Stickvlies, eventuell Avalonfolie, wenn ihr hochflorigen Stoff benutzt. Stoff für die Flügel, die Blume und die Haare. Stoff für den Körper, schön weichen am besten. Dann ein Stückchen Filz für die Füßchen und euer ausgedrucktes Muster für die Füßchen. Ihr könnt aber auch Füße nach eurem Belieben anfertigen, also einfach vielleicht eine Gurte dranhängen oder euch irgendwas anderes ausdenken. Gut, ich fange mit den Beinchen mal an und zeige euch, wie das geht. Schneidet euch die gewünschte Größe einmal aus. Dann legt ihr die Vorlage auf ein Stückchen Filz und malt um das Beinchen herum einmal mit einem Textilmarker am besten, einmal so rum und dann könnt ihr das ausschneiden. Das muss auch nicht ganz so lang sein, ihr könnt das auch ein bisschen verändern nach eurem Belieben. So, jetzt habt ihr hier die Kontur und könnt das ausschneiden. Die Beinchen wären jetzt schon mal fertig. Als nächstes müssen wir die Haare, die Blume und die Flügel sticken. Jetzt geht's an die Maschine. Spannt zunächst das Stickvlies ein. Diesmal muss es kein ausreißbares Stickvlies sein, weil ja alles ausgeschnitten und gewendet wird. Ich rufe jetzt das Stickmuster für die Körperteile auf und schiebe den Stickrahmen ein. In der ersten Sequenz werden jetzt die Orientierungssequenzen gestickt. Wenn ihr ausreißbares Stickvlies habt, könnt ihr ohne Garn sticken, dann habt ihr nur die Löcher zur Orientierung. Ich habe hier jetzt ganz normales Stickvlies, das nicht ausreißbar ist und deswegen nehme ich den Faden mit rein, sonst würde ich das nicht sehen. Okay, los geht's. Hier seht ihr die Markierungen und auf diese Markierungen legt ihr jetzt den Stoff. Klebt ihn ein bisschen fest, damit er nicht wegrutscht. Und mit der nächsten Sequenz wird der Stoff festgestickt. Als nächstes werden die Haare gestickt. Danach wird das Muster auf den Flügeln gestickt. Zuletzt wird noch die Blume gestickt. Wenn die Blume fertig gestickt ist, müssen wir den Stoff für die Rückseite auflegen und farblich passendes Garn einlegen, also dass es nicht auffällt beim Zusammennähen. Wir legen jetzt den Stoff für die Rückseite mit der rechten Seite nach unten auf, kleben ihn auch noch mal kurz fest und starten die nächste Sequenz. Nach der lilanen Sequenz ist noch eine in rosa angelegt. Die umrandet das Ganze jetzt nochmal mit einer Art Federstich, aber das ist nur zur absoluten Sicherheit, das lasse ich jetzt weg. Dieser Trippelstich, der lilane, der reicht auch völlig aus. Nur manche wollen es eben richtig stabil haben und deswegen habe ich hier den rosanen noch angelegt. Okay, dann nehmen wir das Ganze raus. Und jetzt schneiden wir einmal knappkantig um die Motive herum. Und hier unten, wo es offen ist, könnt ihr 1 cm Stoff stehen lassen
damit wir das dann gut einfassen können. Jetzt nehmen wir das Ganze aus dem Rahmen raus und schneiden hier einmal entlang der Kante. An den Ecken hier immer ein bisschen mehr, dass man auch gut wenden kann. Und wie gesagt, hier lassen wir ein bisschen Stoff stehen, damit wir das dann nachher in die Eule reinschieben können beim Zusammensticken. So, das machen wir jetzt mit allen 4 Teilen. Die Teile müssen wir jetzt wenden. Dazu gehen wir einmal hier mit dem Finger rein und ziehen den Stoff an der entferntesten Ecke auseinander und drücken das Ende dann einmal durch. Dazu könnt ihr auch gerne eine Stricknadel nehmen oder ein Pinselende. Und dann muss das Ganze noch schön ausgeformt werden. Ich nehme dazu immer meine dicke Nadel, ziehe den Stoff raus. Wenn ihr das auch so macht, müsst ihr richtig vorsichtig sein, dass ihr den Stoff nicht zerreißt. Immer nur so 1 Millimeter. So sieht dann der Flügel aus. Und das kann man auch noch mal bügeln. Ich bügele das jetzt noch platt und lege dazu aber ein Küchentuch drüber. Somit wären die Teile alle fertig. Jetzt machen wir den Körper. Wir spannen jetzt das zweite Mal Stickvlies ein. Mal schön straff ziehen wieder und nochmal nachspannen. Okay, das schieben wir jetzt auch in den Schlitten rein. Jetzt rufe ich das Stickmuster für den Körper auf. Da gibt es verschiedene, manche gucken nach rechts, manche nach links und dann gibt es noch eine Version mit so einer Sprechblase, da steht Piep drin. Ich habe jetzt mal die ausgewählt. Jetzt sticke ich die erste Sequenz, das ist wieder die Orientierungssequenz. Jetzt ist hier der Faden gerissen, aber ich sehe ja, dass es hier weitergeht. Auf diesen Kreis legt ihr dann den Stoff für die Vorderseite. Also ich nehme diesen flauschigen hier. Und wenn ihr hochflorigen Stoff habt, dann legt gleich eine Schicht Avalon drüber. Das verhindert, dass die Fasern durch die Ritze zwischen den Fäden hochkommen und dann ein unschönes Stickbild ergibt. Das klebe ich jetzt auch nochmal fest. Die zweite Sequenz stickt jetzt alles fest. Und jetzt wird das Gesicht von Spoilie gestickt. Das Motiv ist jetzt fertig gestickt. Ihr könnt jetzt die Avalon-Folie abziehen. So, den Rest mache ich nachher. Und als nächstes folgen Orientierungssequenzen für die Teile, die wir noch dran sticken müssen. Also die Haare, die Blume, die Flügel und die Beine. Dafür nehme ich aber lieber farblich passendes Garn. Hier seht ihr die Orientierungssequenzen. Einmal für die Blume und die Haare, die Flügel und die Beine. Wir fangen jetzt mit Blume und Haare oben an und sticken das erst einmal fest. Dazu positionieren wir die Motive mit der gestickten Seite, also mit der rechten Seite nach unten, so dass sie von der Linie dann erfasst werden. Und hier kommen die Haare hin. Und also ich habe jetzt hier ziemlich dicken Stoff genommen. Ich muss das auf jeden Fall gleich runterdrücken. Und noch ein Tipp, vielleicht stellt ihr bei der Geschwindigkeit ein bisschen runter. Das ist dann auch sicherer. Jetzt kommt der Flügel. Die rechte Seite wieder nach unten. Offene Seite nach außen und das sticken wir dann auch fest.
So, jetzt kommt ein Beinchen. Und das andere Beinchen. Und zuletzt noch der andere Flügel. Das wird jetzt ziemlich dick hier, da müsst ihr aufpassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr am Flügel oder unter den Flügel auch noch euer Label anbringen. Das mache ich jetzt mal. Und ihr seht, hier ist sogar Spoilie mit drauf. Jetzt sind wir fast fertig. Wir legen nur noch die Rückseite auf, den Rückseitenstoff vom Körper und nähen das Ganze zusammen. Jetzt müsst ihr nur aufpassen, dass die Objekte nicht so in den Rand reinrutschen und dann festgenäht werden. Also nochmal gucken, dass alles zur Mitte liegt. Dann den Rückseitenstoff platzieren und feststicken. Jetzt seht ihr hier noch eine Sequenz, das ist die Schlusssequenz, die wird nicht mehr gestickt. Die verhindert nur, dass die Nadel wieder zur Mitte fährt und jetzt alles rausreißt. Also nehmen wir den Rahmen jetzt raus und können einmal entlang der Kante ausschneiden. An der Wendeöffnung lasst ihr ein Stück stehen, so ca. 1 cm. Dann gehen wir hier zwischen und ziehen das Ganze jetzt durch die Wendeöffnung. Also die ganzen Körperteile. So. Also ihr könnt sie auch so flach lassen. Ihr könnt sie aber noch füllen mit Watte, also Füllwatte. Und wenn ihr sie füllt, könnt ihr auch noch entweder eine Rassel mit reinpacken oder eine Quietsche. Die gibt es so zu kaufen. Wo, das verlinken wir unten noch in der Videobeschreibung. Oder diese Rasseln kann man sich auch, die gibt es auch fertig zu kaufen, aber man kann sie auch ganz leicht selber basteln, indem ihr einfach diese Ü-Eierhüllen nehmt und irgendwas reinmacht, was klappert. Ich habe jetzt hier Linsen. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Reis nehmen oder alte Perlen, die ihr nicht mehr braucht. Irgendwas Härteres. Ich mache jetzt mal ein paar Linsen rein. Zu. Und so ein schönes Rasselgeräusch. Eigentlich dürfte hier nichts passieren, aber ich fixiere das zur Sicherheit nochmal mit Kleber an der Öffnung, dass es auch richtig dicht ist. So. Okay, und die kommt dann mit in den Bauch rein. Jetzt habe ich hier meine Kiste mit Füllwatte. Das sind so alte Kissen gewesen. Den Inhalt, den kann man immer noch gut zum Füllen nehmen. Auch eine Upcycling-Idee übrigens. Das würde ich aber noch ein bisschen auseinanderziehen, damit es schön volumig wird. Und nicht nur so ein harter Knuddel da drin ist. Und dann immer nach und nach stopfen. Jetzt müssen wir nur noch den Hotelverschluss schließen. Wie das genau geht, habe ich schon mal in diesem Video gezeigt. So, jetzt habt ihr gesehen, wie ihr euch auch im Handumdrehen eine kleine Spoilie sticken könnt. Gebt mir gerne ein Däumchen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal. Wie ihr im Video bereits gesehen habt, auf meinem Label ist ja auch Spoilie drauf, weil das ja auch mein Logotier ist. Die Labels gibt es leider nicht zu kaufen, die sind ja von mir, aber ihr könnt, wenn euch Spoilie gefällt, das Motiv, könnt ihr die passenden Webbänder dazu kaufen. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und auch den Link zur Quietsche und zu anderen Materialien, die ich hier verwendet habe, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, eure Yvonne.